So, guten Morgen. Ich räume den Schlafsack auf. Es geht ganz schnell. Unser Frühstückspausenplatz. Wir sind um 8:30 ungefähr los. Also das war wieder so eine nette Begegnung mit dem Ehepaar. Die haben sofort ja gesagt, als ich gefragt habe, ob ich stehen bleiben darf in der Nacht, und alles angeboten, Dusche. Also, ach ja, ich bin ganz berührt. Und jetzt in der Früh habe ich eine Avocado und ein paar Tomaten noch gekriegt und wir haben uns noch so nett unterhalten. Ja, fehlen mir die Worte. Ja, es war diese Begegnungen. Es ist, wie immer sage, jeder Meter ein Erlebnis und das Glück ist am Weg. Das Kaffeewasser kocht, ist mir natürlich ein Kaffee auch angeboten worden. Aber ich brauche fürs Frühstück immer ein bisschen Anlauf. Immer 1, 2 Stunden so unterwegs sein schon. Und dann schmeckt es mir. Und jetzt kommt sogar die Sonne immer wieder ein bisschen durch. Da ist ein Künstler in der Nähe. Schön. Ups. Und es soll ja sonnig werden wieder und warm. Also wir haben mit dem Wetter ein Glück, außer dass in der Nacht kalt war, aber das ist schnell vergessen. Die Tage kein Regen, und selbst da, wo Regen angesagt war, kam keiner. Patzi ist satt und zufrieden, er hat gelaufen, seine Geschäfte erledigt und schläft jetzt. Und ich kriege jetzt einen Kaffee. 40 Kilometer haben wir noch nach Hause. Oh, nächstes Wasser kocht. Jetzt mache ich die Thermoskanne voll noch. Die ist fertig. Das ist Ende noch. Ah, ja. Und ein Bäcker war auch noch auf dem Weg. Was damit? Nicht. Nicht zerstanden. Schon hier.
Und die da wohnt, ist kein Künstler, sondern eine Künstlerin, die ich noch persönlich kennenlernen durfte. Diese Künstlerin, diese nette junge Frau, die setzt es eben beruflich auch ein, therapeutisch. Mich hat der Ort gleich eingeladen zum Frühstück machen. Und bald schon kam noch eine Bäuerin mit dem Traktor vorbei, die sich zu uns gesellt hat. Und der Mann der Künstlerin. Und so schon waren wir wieder eine nette Runde beieinander. Und wie es so ist, wenn man wen kennt, der wen kennt, erzählt mir Hans, dass sein Sagler, das ist der Sägewerkbesitzer, der die Hexagon für ihn herstellt, ihm erzählt hat, du, deine Freundin ist bei uns im Erhardinger Ritterboten. Ja, und da lest ihr den Artikel 2 Monate nach diesem netten Zusammentreffen. Und die Carina hat es so schön geschrieben und genau so war das, wie ihr es da lesen könnt. Den Link zu Carinas Homepage www.kunstistkunst findet ihr in der Videobeschreibung und alle anderen auch. ...38,6. Ach so, das Navi sagt, ich soll umkehren. Ich habe mal aber eine andere Route. Ach doch, jetzt sind es plötzlich 36,2. Aha, ist sogar kürzer, was ich mal rausgesucht habe. Muss aber nicht sein. Aber ich habe gesehen, dass das am Bach entlang geht. Und ich liebe das Wasser, am Wasser entlang fahren. Und außerdem ist da die Wahrscheinlichkeit großer Berge geringer. Schön da in dem Tal entlang radeln. Da ist der Zug. Wir nähern uns der Kuppe. Nach einem Kilometer bergauf. Sie läuft. Und da geht es nochmal runter und nochmal rüber. Und dann gibt es eine lange Abfahrt. Und da unten ein ganzes Rudel Rehe. Schon schön, so in der Höhe zu fahren. Hey, und der Frühling, die Kirschblüten, die jungen Blätter. Ich kann mich nicht satt sehen. Wir haben ganz schön Höhe gewonnen. Und wir sind jetzt Richtung Niedertaufkirchen in Kollmannseck, heißt es hier. Niederbergkirchen heißt es. Okay, dann hätte ich da vorher, wenn ich einen Radweg hätte ich lang fahren müssen. Aber das Navi hat mich links rumgeschickt. Hier ist der höchste Punkt. Ei, schön. Und alles wieder runter, was wir rauf sind. Ein schönes Bankerl mit schöner Aussicht. Da zirpen die Grillen am Hang.
Habe ich schon erzählt, dass ich einen neuen Sattel habe? Da gab es im Baumarkt bei uns Fischersättel. Und da habe ich mir einen breiten Tourensattel geholt. Und mir hat noch nicht einmal der Hintern wehgetan. Oh, jetzt geht es dann nochmal richtig bergauf. Ich dachte, jetzt fahre ich ein paar Kilometer bergab. Nein, da brauchen wir nochmal Turbo. Manchmal schaut es von der Weite steiler aus, als es dann in Wirklichkeit ist. Und wenn die Straße so eben ist, dann kann ich auch ein klein bisschen Anlauf nehmen. 15 km, 16 km, 17, 20, 19. Ja, und fast nicht steil. Es sah so steil aus. Jetzt bin ich bei Tour. EMTB. Eingang noch runter, im zweiten. Und dann machen wir Turbo. Jetzt habe ich gerade doch noch den ersten runtergeschaltet. Also ohne E-Bike wäre das absolut unmöglich. Und selbst E-Bike braucht einen starken Motor. Ich habe den Bosch mit 75 Newtonmetern und bin so zufrieden. Also wir kommen fast überall rauf. Ich kann es jetzt auch schon recht gut einschätzen. Schotter ist natürlich immer blöd. Und wieder bergnah und bergauf. Was wieder sehr steil aussieht, aber wohl dann nicht so steil wird. Ich fahre immer ganz langsam runter, mal rechts bremsen, mal links, immer schön abwechselnd, jederzeit stehen bleiben können. Drei, sind locker 400 Meter jetzt darauf. Kleines bisschen anschubsen und gleich im kleinsten Gang. ...22, 22 km/h und wieder 21. Da kann ich noch gar nicht drehen. Ja, noch ein bisschen so. Und stellt sich wieder nicht so steil heraus. Und auf EMTB. Und macht Turbo. Es ist 4 Minuten vor 12. Hunger habe ich keinen. Oh, einen Apfel könnte ich essen. Irgendwo, wo eine schöne Aussicht ist, hier oben. Drüben ist so ein kleines Kapellchen. Das sind ja meistens Bänke. Vielleicht machen wir da einen Abstecher rüber. Schauen wir mal. Weil das ist auch schön. Zu der Kapelle bin ich jetzt doch nicht hingefahren. Guck mal, da vorne ist so ein kleines Bankerl. Och, da schwenke ich schnell ein und orientiere mich mal auf der Karte. Ob wir es so machen wie das Navi oder ob ich mir eine andere Route suche.
sehen noch sowas. Ich drüben mal die Stütze noch runter. Jetzt kommt die Abfahrt. Auch wenn es Straße ist. Es ist so schön, diese Frühlingsstimmung. Patti guckt, ich baue die GoPro noch mal auf. Unsere letzte Pause vor zu Hause, noch ungefähr 22 Kilometer. Oh, Patti ist eingestiegen. Und bei mir gibt es jetzt noch Knödel mit Pilzsoße. Knödel müssen immer einweichen, 10 Minuten. Und dann kann man sie kochen. Gleich sind die Knödel fertig. Die Pilzsoße, da schütte ich nochmal ein heißes Knödelwasser drauf. Oh, da freue ich mich drauf. Auch wenn es aus der Tüte kommt, schmeckt lecker. Knödel mit Soße. Hatschi hält sein Mittagsläfchen. Oder doch nicht. Passt auf, wenn seine Nase ihm was zuträgt. Dann machen wir uns wieder auf den Weg. 23 Kilometer sind es noch. Schiebehilfe. Wenn es im Wald bergab geht, man fast nur rollen lassen kann und diese würzige Luft genießen. Frühling, ich kann mich nicht satt sehen. Patti auch nicht. Wenn der Frühling kommt, von den Bergen schaut, wenn der Schnee im Tal und von den Hügeln taut, wenn die Finken schlagen und zu Neste tragen, dann beginnt die liebe goldene Zeit. Wenn der Weichselbaum duft'ge Blüten schneit, wenn die Störche kommen und der Kuckuck schreit, wenn die Bächlein quellen und die Knospen schwellen, dann beginnt die liebe goldene Zeit. 10% Steigung, jetzt geht's ins Vilstal runter. Da darf der Patti dann einmal baden heute so richtig. Es ist so schön warm worden. Der Wind kommt von seitlich hinten, meistens von hinten. Also das ideale Radfahrwetter. Das ist so schön. Sanfte Steigungen wie vorher, gerade vielleicht 5% oder 6%. Die fahre ich im 4. Gang mit Turbo. Das ist viel leichter, als wenn man sich mit einem kleinen Gang so verrückt tritt. Geht. Ob es da zum Wasser geht. Das wäre so fies, wenn das nicht geht. Schaut von hier schon mal sehr schön aus. Und das Ufer? Nee, da kannst du nicht runter. Schauen wir mal weiter vorn. Ups.
das da geht. Da, schau, wo der Biber reingeht. Ja, hoffentlich verhängen wir uns da nicht. Das brauchen wir jetzt nicht. Super. Toll, ist ja genau der gleiche Weg wieder raus. Guck da. Da kannst du schön reingehen. Schau mal, da kann noch Wasser gehen. Da ist nochmal Wasser. Guck. Hm? Nimm mal. Oh, genug Wasser. Na gut, bitteschön. Gehen wir wieder. Hm? Laufen. Dann laufen wir mit zwei jetzt wieder ein Stück. Jetzt. Oh, so. Und in die andere Richtung, also da ist aufgewühlt. So, schon wieder fertig. Unsere kleine Reise geht dem Ende zu. Oh, da geht auch einer spazieren. Was sagt's noch? 8,7 Kilometer. Das heißt, wir sind gleich zu Hause. Und Patschi muss gucken, wer da vorne geht. So, Bub, auf zum Endspurt. Das ist ja jetzt schon unser Homezone, wo wir schon oft waren und wo er sich auskennt. Der Lump. Ja, du. Am besten, wenn er liegt. Aber das macht er nur, wenn er ausgeglichen ist. Und da noch mal ein Päuschen, weil es so schön ist. Und jetzt die bekannte Bergabfahrt. Ja, was soll ich sagen, es war eine wunderschöne Tour vom letzten Donnerstag bis heute Donnerstag. Es ist 17:07 Uhr, in 10 Minuten werden wir zu Hause sein. Und ich merke immer wieder, wie ich draußen lebe. Wie ich das Leben spüre. Ich lebe draußen.